Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde On My Own. Ich habe die Anfrage bekommen, ob wir nicht ein bisschen näher aufs Crafting eingehen können, und das wollte ich genau in dieser Runde tun. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Runde spielen werde oder nur bis zu einem gewissen Punkt, denn ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, das Crafting ein bisschen näher zu erklären, weil es ja relativ unübersichtlich ist in dem Spiel und man nicht immer genau weiß, was man mit den Items, die man findet, machen soll. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal was ausgedruckt und zusammengelesen und zusammengeschrieben. Und ich denke, wir gehen einfach mal wie gewohnt in ein neues Spiel und gucken uns dann einfach mal an, was wir so machen können. Ich hätte nicht übel Lust, einfach mal für diese kleine Crafting-Tutorial-Folge den weiblichen Charakter zu nehmen, weil man sagt ja, weibliche Menschen, weibliche Geschöpfe, das weibliche Wesen an sich ist begabter in Handwerkskunst. Versuchen wir es doch einfach mal. Das soll jetzt übrigens nicht irgendwie stereotypentechnisch dargestellt werden. Das war einfach nur so lapidar dahingesagt. Auch unsere, ja, wie nenne ich sie denn mal, Annie findet auch die Hütte im Wald und wir können direkt in einen neuen Tag starten. Und bevor ich mich jetzt großartig bewegen werde, werde ich erstmal ein paar grundsätzliche Sachen erklären. Und zwar zum Crafting. Wie ihr seht, hier oben haben wir das Craft-Menü. Ich habe mir, wie gesagt, die Sachen mal rausgeschrieben und ich werde versuchen, Bilder von den bestimmten Items, die wir dazu benötigen, dann später mit meinen unglaublich godlike Videoschnittkenntnissen in das Bild einfliegen zu lassen, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher ist. Also zuallererst, was wir ja auch in den letzten Folgen schon gemacht haben, die Deadfall Trap. Die Deadfall Trap setzt sich zusammen aus 3 Stickies und einem Rock. Mit der Deadfall Trap können wir Häschen, Füchse, alles, was hier so kreucht und fleucht am Boden, quasi, totschlagen, wie der Name ja schon quasi sagt. Daraus kriegen wir dann entweder das Fell oder Fleisch oder in gewissen glücklichen Situationen auch beides. Dann haben wir als nächstes den String, also quasi nicht das, was man anzieht oder was jetzt unsere Annie vielleicht gerade drunter hat. Nein, wir reden da echt von einem, also von einer Kordel quasi. Den String kriegt man, indem man 3-mal Fireweed kombiniert. Das nächste in unserer Itemliste wäre die Snare Trap. Für die Snare Trap braucht man ein Rope oder auch den String und 2 Stickies. Mit der Snare Trap können wir dann Tiere ebenfalls fangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der große Vorteil von der Snare Trap gegenüber einer Deadfall Trap ist. Normalerweise sagt man ja, dass die Tiere in der Snare Trap eigentlich noch lebendig sind, wenn man sie fängt, ne, weil die verfangen sich halt in diesem gespannten Seil, was wir da aufgestellt haben, und man kann sie da lebendig wieder rausholen. Ich glaube, das hat hier in dem Spiel, macht das aber keinen großen Unterschied, ob tot oder lebendig. Wir kriegen in beiden Fällen normalerweise Fell oder Fleisch und oder beides. Das nächste, was ganz wichtig zu wissen ist das Blanket, also die Decke. Die Decke bringt nur etwas, wenn sie in der Hütte gelagert wird. Dann ist es nämlich so, dass wenn der Charakter nachts schläft, er einen zusätzlichen Energiebalken regeneriert, den er normalerweise bei Kälte oder wenn das Feuer aus ist oder auch wenn das Feuer an ist, aber die Energie halt fast ganz unten war, nicht regenerieren würde. Für das Blanket brauchen wir 6-mal das Hasenfell, das Rabbit Fur. Das kombinieren wir dann mit Needles and Tweed. Das haben wir für gewöhnlich eigentlich, glaube ich, immer. Ich schau mal eben in unserer Hütte. No. Entschuldigung. Ach ja, da war ja was. Hallo? Ja, hier haben wir es. So. Wenn wir das kombinieren, gibt es also das Blanket. So, Annie, guck uns mal wieder an. Das nächste, was uns gegen die Kälte schützt,
speziell sehr gut im Winter, dann verlieren wir weniger Energie, wäre der Fox Hat. Für den Fox Hat brauchen wir einmal den Fox Pelt, also, Fox, ja, ich weiß gar nicht, ich kann das hier gar nicht richtig lesen auf dem Ausdruck, weil das einfach so winzig ist. Ich sag mal fürs englische Fox Fur, also das Fuchsfell. Das kriegen wir, indem wir den Fuchs entweder in die Deadfall Trap oder in die Snare Trap locken und dann auch wieder Tweed and Needles. Das nächste auf unserer Itemliste wäre der Arrowhead. Der Arrowhead ist quasi die Spitze, die Steinspitze, die wir oben auf unseren Arrow, also auf unseren Pfeil drauf machen. Für den Arrowhead brauchen wir einen Small Rock, also so einen kleinen schwarzen Stein, und einen großen Rock, den wir auch mittlerweile von der Deadfall Trap kennen. Das kombinieren wir zur Pfeilspitze. Die Pfeilspitze wiederum benötigen wir in Verbindung mit einem Sticky und einer Feder, um einen Pfeil herzustellen. Ne, macht ja Sinn, Pfeile haben in der Regel hinten Federn dran, sind aus Holz, also wahrscheinlich heute nicht mehr, ich bin kein Bogenschütze, aber waren sie vielleicht mal, also so ein rudimentärer Pfeil besteht ja meistens dann aus Holz, ein bisschen Feder und ein bisschen Stein vorne dran. Kann man natürlich auch einfach so anspitzen. Hier im Spiel ist es aber so, dass wir immer zwingend den Arrowhead brauchen. Das nächste, natürlich, wir wollen den Pfeil abschießen, wäre der Bogen. Für den Bogen brauchen wir ebenfalls ein Sticky, ein Fuchspelz und ein String. Das kombiniert zusammen ergibt den Bogen. Nächste auf der Liste wäre die Angelrute oder auch Fishing Pole oder Fishing Rod. Dafür bräuchten wir einen Sticky, einmal den String und einmal Lure and Bobber. Das ist der Angelhaken und oben dieses Geschwümsel, was oben im Wasser hängt, woran ich dann sehen kann, ob da ein Fisch angebissen hat oder nicht, dieses rot-weiße. Ich glaube, wir haben ja gerade auch in unser Hütteninventar geguckt, das hat man nicht zwingend dabei. Das bedeutet also, wir müssten, um das zu finden, erkunden. Also nochmal zum Mitschreiben: Fishing Pole aus Lure and Bobber, aus String und aus einem Sticky. Das sind im Endeffekt die Items, die wir benutzen können bisher. Ich muss dazu aber definitiv anmerken, Leute, wir befinden uns in einer Alpha-Version. Da wird noch viel dazukommen, was man craften kann. Und ich könnte schwören, die Crafting-Rezepte werden sich ändern. Am 26.02. ist Release-Date. Dann kommt das Spiel als Vollversion auf dem PC über Steam raus. Und ich denke, da wird es mehr Content geben, da wird es mehrere Rezepte geben. Das heißt, ihr könnt euch dann höchstwahrscheinlich nicht mehr darauf verlassen, was ich hier jetzt gerade geblubbert habe. Na, das ist einfach nur, um auf diesen kleinen Community-Wunsch einzugehen, was ich auch sehr gerne mache, denn wir wissen ja, Community ist alles. So, jetzt gibt es noch Dinge, die wir quasi, ja, die wir mehr oder weniger anlegen können. Ne? Also es gibt da noch das Deerskin Jacket. Also eine Rehfell, Rehpelz, Rehhautjacke. Dafür brauchen wir das Fell von einem Reh, was wir übrigens, wie man in dem Vollversionstrailer gesehen hat, wahrscheinlich nur kriegen kann, indem man ein Reh erlegt. Und das kann man höchstwahrscheinlich, ich spreche hier auf hypothetische Art und Weise, da ich es selber nicht weiß und auch selber noch im Spiel nicht gemacht habe, nur mit dem Bogen erlegen kann. Also wir brauchen das Deerskin und wir brauchen wieder Needles und Tweed, also unseren Nadel und Faden. Dann der Firebow Drill. Das wäre im Endeffekt das Ding, womit ich einen Lock entfachen kann, wenn mir die Streichhölzer irgendwann ausgegangen sind. Ja, das ist so, ich reibe zwei Stäbchen aneinander, bis irgendwann der Funke kommt oder es anfängt zu qualmen. Dazu bräuchten wir wieder einen kleinen Small Rock oder diesen, ich glaube, es heißt hier auf dem Ausdruck, wie gesagt, es ist sehr winzig, diesen Fire Rock. Den sieht man auch, meine ich, hier unten. Ich glaube, ich kann den hier mal aufheben, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wobei, ich wollte das ja sowieso einblenden. Jetzt habe ich das Falsche aufgehoben. Naja, wie dem auch sei, ich wollte das ja einblenden. Annie, guck uns mal wieder an. Hallo.
Dann brauchen wir Rope bzw. String und 2 Stickies dafür. Dann Satchet. Satchet ist ein Upgrade für unser Backpack, für unseren Rucksack. Da brauchen wir die Haut von einem Schaf bzw. so einer Bergziege und auch wieder Needles und Tweed. Dann 2 Sachen, wo ich ganz, ganz schwer davon ausgehe, dass man die wirklich nur finden kann, weil, ja, das werdet ihr jetzt hören, warum ich das denke. Das wäre nämlich einmal das Damaged Jacket, also die kaputte Jacke. Und aus dem Damaged Jacket und allen Fellen von allen Tieren, was in dem Fall 4 wären, und Tweed und Needle, kann man dann das, oh Wunder, Repaired Jacket machen. Also die reparierte Jacke, die mich dann wieder warm hält und mir Energie wiederbringt, beziehungsweise meine Energie auch im Winter nicht so schnell sinken lässt. Und das Ganze nochmal, und zwar mit einem Damaged Hat, also einem kaputten Hut oder einer kaputten Mütze. Ebenfalls wieder allen Skins von allen Tieren, alle 4, also das Deer, das Reh, die Ziege, der Hase und der Fuchs, plus wieder Tweed und Needle, ergibt dann den Repaired Hat. Ich hoffe, das hat jetzt mit dem Einfliegen von den verschiedenen Sachen soweit so gut geklappt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ich melde mich dann aller spätestens nach dem Full Release von dem Spiel mit einer komplett neuen Runde wieder. Vielleicht habe ich aber auch vorher nochmal Bock, eine neue Runde zu spielen. Ihr werdet es dann ja in den Uploads sehen. Ich danke euch fürs Reinschalten, hoffe, ich habe euch geholfen und hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr schaut.